heute mal kurz, weil es wirklich kurz ist, ein bisschen das beleuchten, den Standpunkt, den ich in meiner Umgebung persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute, die gerade aus dem Kunstbereich kommen, das bezieht sich auf Grafik, Video, Audio, haben einen sehr, ich sage jetzt mal, herausfordernden Standpunkt gegenüber Freie Software. Und ich habe mir gedacht, ich habe im Laufe meiner Zeit einfach schon so viel interessante Vorurteile von diesen Leuten einfach gehört, wenn ich mit denen geredet habe. Ich habe mir gedacht, schauen wir uns die mal genauer an, weil einfach total interessant ist, wie diese Vorurteile zu deren Umgang mit Software im Prinzip im Grundsatz führen. Wer steht da vor euch? Ja, ich habe Informatik an der Theorie studiert, Medieninformatik, und bin seit 2001, arbeite ich selbst mit Linux-Systemen, sowohl privat als auch geschäftlich. Bin inzwischen selbstständig und verdiene auch mein Geld, indem ich gerade für das Technische Museum ein Videodigitalisierungsprojekt entwickle, das ausschließlich auf Freie Software basiert. Und habe mir aufgrund dessen, dass ich aus der Tontechnik-Ecke auch komme, einfach eingetreten, dass ich versucht habe, gewisse Alltagsprobleme in dieser Ecke, im Audiobereich, später dann auch im Grafikbereich, inzwischen im Videobereich, mit freier Software umzusetzen. Vor allem, weil viele Leute der Meinung sind, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, das geht nicht, das ist unmöglich. Da haben wir gedacht, okay, das möchte ich mir gerne anschauen. Und unter anderem bin ich auch für die Koordination von Aktivitäten der Freie Software Foundation Europe in Österreich zuständig. Deswegen darf ich da jetzt auch in deren Namen zu euch sprechen. Als allererstes ist so, das Grundding ist das. Was hat Software überhaupt mit Künstlern zu tun? Kunst ist schön, bunt und kreativ und Technik ist kalt und grauslich und das macht man im Keller und kriegt Pizzaschachteln unter der Tür durchgeschoben. Nicht einmal Licht kriegen wir, das wird extra. Und Künstler sind oft irgendwie, kommt das so rüber, als wenn sie das Prinzip wollen, die haben, nein, das muss man mit den Händen machen, einfach. Und Technik ist noch dazu sicher nicht. Und nachdem ich selber aber auch Musiker bin und so, habe ich mir gedacht, wir kriegen jetzt das jetzt unter den Hut. Und habe mit Leuten zu tun, die extrem von Software abhängig sind, speziell im Grafikbereich, auch im Audiobereich. Das ist deren täglich Brot, dass sie damit arbeiten, dass sie ihre Werke damit machen, das ist ihr Werkzeug, das ist ihr Leben. Aber sie haben ja nichts mit Software zu tun. Und wenn dann irgend so ein Freak wie ich kommt und sagt, das, was du da verwendest, wie ist denn das, Lisa? Was soll ich darüber nachdenken? Ich meine, jeder verwendet das, was ich da jetzt gerade verwende, dieses eine Tool. Gerade eben in gewissen Medienbereichen ist die Auswahl an Tools relativ eingeschränkt, wenn man sich im professionellen Bereich bewegt. Und eben wenn man sich anschaut, im Musikbereich, es geht um Recording, es geht um Effekte, ich meine, inzwischen hat einer auf der Bühne mehr oder weniger mehr Kasteln um sich, wo Technik und Elektronik drinsteckt und inzwischen auch Software. Und im Studio ist ganz klar, dass es auf Rechnern abbrennt. Mitbewohner meinerseits studiert Tonmeisterausbildung und da kriege ich auch immer sehr interessante Geschichten aus dem Alltag mit, wie das dann abbrennt im Studio. Und Grafik extrem. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat sich letztens beworben als Designerin, hat den Posten auch gekriegt, kommt in ihrem ersten Arbeitstag und sagt, super, Sie haben doch eh alle Programme, die Sie brauchen, mit, oder? Und sie sagt, jein, was heißt das? Ich habe die schon, ich habe das ja auch in der Schule gelernt und da haben wir diese Programme halt auch auf dem Rechner kopiert gekriegt, aber sie war sogar eine, die sich dessen bewusst war, dass sie die eigentlich gar nicht mehr haben durfte. Sie hat diesen Job nicht behalten können, weil die Firma gesagt hat, okay, wenn Sie die Programme nicht mitbringen, wir können uns das nicht leisten, dass wir da unseren Mitarbeitern auch die Lizenzen dafür zahlen. Das geht nämlich ziemlich ins Geld und sie war dann ziemlich fertig und das hat mich auch unter anderem zu diesem Vortrag veranlasst. Im Film-, Video-, Schnittbereich und so weiter, das ist ja alles im Prinzip, die Kameras sind Rechner, die Formate, mit denen man gerade im Filmbereich zu tun hat, abenteuerlich. Das hat viel mehr mit EDV zu tun, als man auch eine annäherbar haben will. Die Zeiten, wo man sagt, oh ja, ich habe Zelluloid, das reiche ich auf, habe meine Quader und schneide das und das ist wirklich Film und hat nichts mit Elektronik zu tun.
das ist gar nicht mehr so aktuell. Also ich habe selber inzwischen bei Filmproduktionen eigentlich so die Ausnahme, dass wirklich Filme vorhat, weil überhaupt. Fangen wir mit dem Vorteil. Die häufigsten Vorteile, die mir im Laufe der Zeit unterkommen sind, das erste und überhaupt Open Source, Linux, das ist unpackbar kompliziert. Letztens, das hat ein Freund von mir, hat das irgendwie verwendet, der hat mit die Finger und Tippen und das war schwarz und Text und noch dazu, wenn man in den richtigen Kreisen sich bewegt, ist zum Beispiel so, dass wenn ich ins Studio komme, dann ist auch professionelle Software installiert, es sind auch professionelle Plugins und professionelle Hardware installiert. Und wenn ich dann sage, ich habe gerade ein komplettes Album mit Freie Software mit meiner Band aufgenommen, dann sagen die, das ist unmöglich und es ist unprofessionell, sogar wenn es machbar war. Und vor allem im Videobereich, im Filmbereich ist es so, dass egal mit welchen Leuten man redet, es gibt eine ganz kleine Liste an Tools, die professionell sind. Und Open Source hat so diesen Stempel aufgedrückt, das ist unprofessionell. Und der nächste ist, wenn man so irgendwo hingeht, mit Leuten redet und sagt so, hey, was machst du, womit machst du deine Visuals, womit machst du deine Filme, was für ein Audio-Plugin verwendest du? Dann kommt da einer aus der Freien Software und sagt, ich verwende Ardour und habe letztens den Delay-O-Rama-Effekt auf eine Trompete angewandt. Das klingt ursexy. Kennt keine Sau. Obwohl die Leute sich ja tagtäglich damit beschäftigen. Und ein super leider Punkt ist, es ist anders. Weil es kennt ja keiner und dann schaut das anders aus. Und man hat das dann auch in der Schule gelernt, wenn man jetzt irgendwie seine Ausbildung hat, als Grafiker oder sonstiges. Und dann kommt einer her und zahlt ein Tool an, wie soll das heißen? GIMP? Das schaut anders aus, denke ich. Gleiches merkt man bei Office. Und ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um kreative Prozesse geht, ist dadurch, dass es sehr technisch ist und kompliziert und unprofessionell und es kennt ja keiner, ist ganz klar, dass es ein Kreativitätsthema ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen kreativen Prozess starten zu wollen, man ist es dabei, macht Musik und dann so, Moment, ich muss mal kurz programmieren, weil das ist ja so das Klassische, was man sich denkt, man muss bei Open Source Sachen und Freie Software einfach Informatiker sein, um es überhaupt verwenden zu können. Und wenn man dann mit Leuten redet und sagt, hey, ich habe das und das irgendwie schon mal gesehen und probiert, könntest du dir auch mal anschauen, dann kommt man relativ schnell in Bereiche, wo es dann heißt, ja okay, aber ich muss das irgendwie, ich brauche genau dieses und jenes Feature und das hat einfach die freie dein Tool nicht. Okay. Das war mal ein grober Überblick. Wir haben es jetzt im Detail. Wo kommt es her? Kompliziert. Das ist, weil es Benutzer und Benutzerinnen unfreundlich ist. Das ist halt einfach nicht so schön und wie gesagt, technisch. Das ist alles so eckig und Ding. Und ich habe letztens wirklich gehört, wie ich eben eine Freundin von mir gefragt habe, hey, du arbeitest doch mit Grafikbereich Gesundheit. Und verwendest ziemlich viel Software, Dektorprogramme, Rasterprogramme, du brauchst dieses und jenes, du musst über Fileformate Bescheid wissen, wenn du mit der Druckerei kommunizierst. Was sagt dir quasi Freie Software Open Source? Sagt dir das was, sie ist dazu und sie sagt, kein Problem, ich schaue mir das an. Ich habe zwar keine Ahnung, dieses Open-Dings habe ich schon mal wo gehört, aber ich recherchiere. Sie ist eine Woche lang in der Versenkung verschwunden, kam zurück und hat gesagt, wow, keine Chance, das muss man kompilieren. Und ich gesagt, was? Sie so, ja, ich kann nicht kompilieren, ich weiß nicht einmal, was das ist. Und ich habe gesagt, was hast du denn da? Nein, überall ist schon kompilieren und Source Code und dann habe ich gedacht, weg. Ja? Dann habe ich kurz gefragt, verwendest du, was für einen Browser verwendest du denn? Sie, Firefox, warum? Und ich, okay, hast du den kompilieren müssen? Sie sagt, was ist mit dir? Und ich, okay, Firefox ist ebenfalls Freie Software. Und dann hast du, aha. Also, das mit dem Kompilieren dürfte irgendwie ein Missverständnis sein, weil man halt auch die Möglichkeit hat, um ins Was zu kommen. Und zum Punkt unprofessionell, der liegt mir extrem am Herzen, weil ich habe gerade auch ziemlich viel meine Hände im Videobereich drin und da ist sowieso so, da gibt es wirklich ganz wenig Firmen weltweit, die überhaupt was machen und es gibt ganz wenige Leute, die es überhaupt leisten können, da ihre Hände überhaupt dran zu kriegen in irgendwas und egal mit wem man redet, das ist sofort, was ich immer noch verwende, ist es nicht das oder das ist, dann ist es unprofessionell.
Klar, weil wenn es gratis ist, kann es nichts wert sein. Das hat man mir auch schon beigebracht. Die hat wirklich darauf beharrt. Gut, das, was geschenkt ist, das ist nichts. Das ist Blödsinn. Und zum Hofer gehen wir nicht einkaufen, gell? Das ist so billig. Dass das zwar von der gleichen Fließband-Dings weggeht und die einen Schnitten da reingehen und die anderen Schnitten da anders verpackt werden, das haben wir dann erst in der Schule am Fließband gesehen. Und haben wir gesagt, okay, aber gut. Ja, und alle Profis verwenden natürlich Tool X, je nachdem welcher Bereich. Also im Grafikbereich ist zum Beispiel irgend so ein Fotogeschäft. Ich weiß nicht, mein Englisch ist halt so. Im Audiobereich gibt es sowas wie Base oder was nicht. Aber es gibt wirklich eine Handvoll Tools, sind ganz wenig. Und wer was anderes verwendet, kann definitiv kein Profi sein, sonst wüsste er das nicht. Das kennt keine Sau. Das ist, man redet mit den Leuten und sitzt zum Beispiel Backstage nach einem Konzert und sagt, hey, the Visuals, wie habt ihr das gemacht? Und er sagt, ja, mit dem und dem und dem. Und wir sagen halt dann, zum Beispiel unsere Sängerin letztens, hey cool, dieses eine Programm, und sie verwendet irgendwie das und das. Und er sagt, ja, kenne ich nicht, das ist ein Blödsinn. Okay, gut. Aber es ist wirklich schwierig, weil gerade bei Software und generell eigentlich wurscht, was man macht. Man ist immer darauf angewiesen, man ist nie allein. Und wenn man allein ist, dann ist es unpackbar schwierig oder zumindest zart oder fad oder deprimiert. Also man kann sich aussuchen. Aber man braucht wen, der das installiert, der das überhaupt zeigt, wenn man dann irgendwann ansteht, sich da irgendwelche Foren durchwälzen, das kennen die meisten Leute auch nicht. Also ist das extrem abschreckend. Und ein Hauptpunkt, obwohl ich das an dritter Stelle anführe, ist, man kennt es ja selber nicht. Wie kann ich überhaupt irgendwas mir anschauen, wo ich nicht einmal weiß, dass es existiert? Ich gehe nicht ins Geschäft und sage, ich hätte gern das ich nicht kenne. Und er sagt, was wäre das? Und ich sage, ja, weiß ich ja nicht. Und dann vertraue ich halt darauf, dass jemand in einem Bereich, zu dem ich gehe, der sich damit schon beschäftigt, das vielleicht kennt und mir näher bringt. Aber wie gesagt, das ist gerade beim Hersteller, Vertrieb und so weiter wirklich oft leider so der Fall, dass die freie Alternativen nicht einmal kennen, obwohl sie sich vollkommen in den Bereich einkapseln und damit beschäftigen. Letztens mit dem ORF geredet, weil er uns gefragt hat, welchen Codec wir verwenden für Langzeit-Videoarchivierung. Und ich habe gesagt, diesen und jenen. Und warum? Und er hat gesagt, interessant, nie davon gehört. Und auch bei einer Konferenz in Philadelphia war es so, es gibt für Video, Langzeitarchive zwei Möglichkeiten, unkomprimiert oder JPEG 2000. JPEG habe ich schon mal gehört. Das heißt, das 2000 dahinter wird die Mehrheit vernachlässigt, aber JPEG kennt man und deswegen ist das schon auch mal erwiesen. Und mein Kollege ist dann dort gestanden und hat im Vortrag gesagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und das war so, okay, kenne ich nicht, kann dementsprechend nicht brauchbar sein. Das ist so fein. Es ist überhaupt so, dass wenn es anders ist, dann ist es scheiße, oder? Weil alles, was anders ist, ist ein Blödsinn. Weil wenn es nämlich leider wäre, dann hätte man es ja kennen. Das ist ja, wenn Sachen gut sind, dann müssen sie sich durchsetzen. Und wenn sie sich nicht durchgesetzt haben, sind sie offensichtlich Dreck. Und wenn irgendwas Dreck ist, dann wollen wir mich nicht damit auseinandersetzen. Somit hätte ich mit dieser vollkommen schlüssigen Argumentation jegliche Artenvielfalt im Softwarebereich einfach eliminiert. Und generell auch was Eliminieren angeht, der kreativen Dezent. Das ist ein super wichtiger Punkt bei allem, wo nicht Programmierer involviert sind, weil das Witzige ist eigentlich, dass die Leute immer glauben, dass man programmiert, muss man nicht kreativ sein. Das ist doch irgendein Unterwerk im Fließbandsatz. Wir machen unsere kreativen Momente. Das ist wie Schriftstellerei, aber es ist schwierig zu erklären. Wenn du mit jemandem redest, der quasi wirklich schreibt und Texte schreibt und das ist so ein total leibender Moment gehabt, wo ich einfach gesessen bin und aufgeschrieben und das war so schön. Und ich sagte dann, hey, ich letztens auch, bist du ich habe das nicht nur runterprogrammiert, sondern das war einfach so, ich dachte, wow, das ist sexy. Dann bist du strange angeschaut. Es ist Programm Freak. Ich so, nein, es ist wirklich so, das ist wie eine Sprache, du kannst dir noch ausdrücken, du kannst sagen, es ist ein Unterschied, ob ich sage, Grasmaschinen klumpert alles,
Oder ob ich sage, könntest du bitte mit der Scheibtruhe die Grashaufen zusammenrechnen und auf den LKW rauf? Das ist nicht super logisch, aber es macht ein bisschen einen Unterschied, das greift sich anders. Hat den Vortrag heute gut? Das ist auch nicht so schön. Also dieses Plumpe ist ganz wichtig und was ich selber gut schade finde, da muss ich leider auch sagen, das kommt ja auch nicht von irgendwo, dass einfach Leute sagen, ich habe mal angeschaut, was man halt so im Netz findet, was irgendwie mit freien Software-Tools gemacht worden ist, mit GIMP oder Inkscape oder keine Ahnung was, oder Audiosachen. Es klingt irgendwie nicht wirklich, es schaut irgendwie Botcher aus. Ja, das macht es nicht gerade attraktiver, wenn man sich denkt, ich kenne das Tool nicht, ich kenne niemanden, der es verwendet und die Sachen, die ich sehe, die damit gemacht worden sind jetzt auch nicht so prickelnd. Und ein weiterer Punkt ist, dass zum Beispiel gewisse Aktionen, die man braucht oder auch nicht braucht, nicht unmittelbar erkennbar sind oder manchmal zum Beispiel nicht mit einem Mausklick funktionieren. Und gerade bei dieser Klientel ist es halt auch sehr wichtig, aber ich meine, ich finde das auch, ich mag das auch, dass die Programme gut angreifen. User Interfaces werden oft als unsexy wahrgenommen. Und eben auch das mit dem Mausklick. Ich habe ein gewisses Feature, das ich in dem Tool, das alle verwenden, habe ich in meiner freien Implementierung nicht. Dann ist das Gefühl sehr oft, wenn das eine Ding nicht geht, was normalerweise grün ist und da ist jetzt nicht oder vielleicht rot, dann schaut man sich den ganzen Rest nicht mehr an. Das ist eigentlich schade. Das waren jetzt so die Vorurteile mit ein bisschen, wo es vielleicht herkommen könnte, als Vermutung. Aber schauen wir uns das genau an. Bleiben wir bei dem, es hat Feature Y nicht. Stimmt, es gibt Programme, die haben manche Features nicht. Manche davon, es ist einfach nicht implementiert und noch nicht implementiert. Vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht nicht, man weiß nicht. Und bei professioneller Software ist es aber auch so, ich erlebe das oft genug, also sowohl als Admin, als auch Anwender, als auch als whatever, dass Leute sitzen und einfach nur mit dem Kopf monoton gegen den Tisch schlagen, weil irgendwas nicht so geht, wie sie es eigentlich gerne hätten. Ich stehe dann daneben und denke mir, ich mache das genau einmal, dann setze ich mich hin und schreibe den Entwicklern. Anstatt dass ich meinen Kopf einfach jeden Tag aufs Neue gegen den Tisch schlage. Und das ist eben der Status Quo ist einfach nur ein Jetzt. Wenn ich mir bedenke, ich habe vor über 10 Jahren meinen ersten Linux-Rechner installiert und habe und habe das dann mal für ein paar Jahre lassen mit der grafischen, war nur in der Text-Kommandozeile, das ist alles schön und dann habe ich dann irgendwann gesehen, was ich inzwischen da habe und bin dann gesagt, wo bist du deppert? Das ist ja irre. Also, wenn man sich irgendwelche Programme anschaut und man sagt, geht nicht. Kann passieren. Aber man kann dann einfach auch hin und wieder mal wieder zurückschauen und sagen, na, wie haben wir es denn jetzt? Hat sich da inzwischen schon was da? Und ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach oft vergisst, ist, man ist so gewohnt als Softwareanwender und Anwenderin, dass man einfach nur auf der Empfängerseite ist. So dieses, oh, großer Meister, du hast Software gemacht und ich muss nehmen, was du mir gibst. Und ich sage dann, das ist mir reden. Und du musst dann einfach damit leben oder auch nicht. Aber man kann auch hergehen und sagen, oh, ich verwende das und ich bin einer von den anderen Leuten, die das auch verwenden und eigentlich sollten sie das für mich machen. Also wenn ich jetzt dann sage, ich hätte das gern, nehme ich da buntes Papier, lege urviel davon da rein, schiebe das rüber und sage, wie ist jetzt? Das geht nicht nur im klassisch gewohnten Geschäftsmodell, das geht übrigens auch bei freier Software. Also so Menschen wie ich oder David oder andere herinnen oder auch da draußen und überhaupt überall. Ich gehe auch nicht ins Geschäft rein und sage, grüß Gott, ich habe da einen ganzen Einkaufswagen voll, ich bin ein total lieber Mensch, kann ich das jetzt einfach mitnehmen? Ich habe nämlich kein Geld, weil ich will freie Software entwickeln. Dann werden mich die entweder raushauen oder keine Ahnung was. Und deswegen verdiene zum Beispiel ich auch mein Geld mit der Entwicklung von freier Software und schaue aber auch, dass wenn ein Budget da ist, ich verwende andere freie Softwareprojekte, dann kann ich denen das einfach dann zuschanzen und sagen, hey, cool, wenn ihr das macht, wir
wir zahlen das dann einfach, also ich zahle euch und wenn die dann was anderes von mir brauchen und so. Als Entwickler denken sich selbstverständlich, aber als Anwender denken sich, ich habe mit der Softwareentwicklung nichts zu tun, ich verwende das Ding, lasst mich damit in Ruhe. Aber Hauptsache ins nächstbeste Forum gehen und einfach sich auslassen darüber, wie scheiße alles ist. Als ob das irgendwie was hilft. Und allein schon der Punkt, dass man hergeht und sich diese Dinge anschaut, gerade eben in einem Bereich, wo es heißt, here be dragons, wenn du irgendwas machst, was bunt und kreativ ist, dann lass die Finger von allem, was open whatever ist, weil here be dragons, ganz, ganz böse, unkartografiertes Gebiet, ich habe nur Schlimmes drüber gehört. Wenn man die Nachfrage erhöht und einfach dann sich zum Beispiel die Dinge einfach anschaut, ist es sowohl für die Entwicklerseite eine Motivation, dass man sagt, hey cool, das Ding verwendet wirklich wer. Und nicht nur irgendwelche Keller-Nerds, ich nehme mich da selber nicht aus, sondern echt Leute, die damit auch einfach geile Sachen machen und aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das ist echt inzwischen an dem Punkt, dass freie Software-Tools einfach viele davon ready for Primetime sind und du damit einfach saugeile Sachen machen kannst, wenn es kannst. Also, wenn ich mich jetzt hinsetze an irgendwas und ich kann halt nicht zeichnen und ich verwende ein Zeichenprogramm, dann wird es dementsprechend erbärmlich ausschauen. Wenn aber jetzt mit einer Fingerführung, dass man einfach da hinspielst, das Tool verwendet, schaut es vielleicht ganz anders aus. Also, man kann damit auch die Nachfrage erhöhen, indem es einfach verwendet. Und zur Benutzerunfreundlichkeit vom User Interface. Es ist in der Praxis wirklich so, ich hoffe, es steinigt mich jetzt keiner, wenn sich das irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Aber geschichtlicher Ursprung von Open Source und freier Software ist eben, dass Leute sagen, hey, ich kann programmieren, ich finde das irgendwie leider so und so, ja, dann programmiert man das, na, dann macht man es halt in erster Linie so für den Anwendungsfall, für den es gedacht ist. Und wenn da jetzt gerade kein Designer oder irgendjemand mit einem Gespür für User Interface Design dahinter ist, dann greift es sich auch dementsprechend an, was ich persönlich sehr schade finde, aber das ist lizenzunabhängig. Und als Positivbeispiele kann ich zum Beispiel anführen Firefox, Open und LibreOffice und VLC, wo viele Leute, die aus Prinzip nichts angreifen würden, was irgendwie aus dieser Nerd-Ecke kommt, standardmäßig auf ihrem Rechner mit einem komischen Fruchtding da hinten oben, die sagen, ich nehme die wirklich, die es gerne angreifen. Und die haben alles standardmäßig Firefox und VLC oben. OpenOffice ist noch ein bisschen Ausreißer, ist noch nicht so bekannt leider. Aber was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass die Leute, die halt sagen, das ist nicht so lernt, aber Idee hätten, wie es besser gehen wird. Man kann Sachen ändern, die Welt ist interaktiv, obwohl man es. Ich weiß nicht, ob meine Oma das nicht auch beibracht hat. Das war so, das ist so und wird immer so bleiben. Dann ist man auch nicht so engagiert, dass man da jetzt hingreift. Und auf der Software-Userinnen-Seite ist dann halt auch so, dass man denkt, scheiße, jetzt ist halt das so, was soll denn da, ich bin ja kein Entwickler. Aber das stimmt überhaupt nicht. Feedback und Ideen liefern. Es ist echt das, so Sachen wie zum Beispiel Firefox haben einfach Interface, das ist nicht einfach entstanden, da ist nicht irgendein Nerd auf einmal aufwacht und sagt, oh mein Gott, das Bett ist nass. Aber ich habe eine lange Idee gehabt. Ich mache jetzt ein saugeiles User-Interface, mit dem auch Menschen umgehen können. Nein, da haben sich Leute zusammengesetzt. Das ist das Schöne an freier Software und an dieser kollaborativen Entwicklung, dass da verschiedene Leute daran teilhaben können, auch wenn sie nicht in einer Firma sitzen. So funktioniert das Ding. Und zum Punkt technisch, es ist so, dass das ist oft, weil halt viele Sachen mit Tastatur zu Maus gehen. Aber wenn man was öfter verwendet, ist es viel effektiver und ich sehe einfach, wie viel Mauskilometer Leute zurücklegen. Das sind so Wahrnehmungssachen, oh Gott, das ist Keyboard-Shortcuts, ich verwende extrem viele Keyboard-Shortcuts und deswegen, wenn mir der Zuschauer denkt, das geht nur mit Keyboard. Mein kompletter Firefox greift sich an wie ein VI-Editor und es ist so, oh mein Gott, du greifst nicht mehr zur Maus, ich so, wow, oder? Und ich sage, das kann ich nicht verwenden, was auch immer, es ist halbwegs fern von mir. Mein Ex hat letztens fast zum Weinen angefangen, wie so mein Rechner gesessen ist und jede Mail checken wollte, dass ich, da ist keine Adressleiste. Ja, aber das ist halt Geschmackssache, ein Wahrnehmungszeugs und das ist echt Effektivität und Usability, da gibt es Bücher, Bibliotheken voll drüber. Also das ist Vorsicht mit dem Vorurteil. Und das mit Kompilieren, haben wir schon gehabt. Nein, nicht notwendig, aber lernt, dass man es könnte und was wollte. Und
Reusability hat nichts mit der Lizenz zu tun. Das ist ganz wichtig, weil Leute einfach das immer in einen Topf werfen. Was ihnen nicht taugt, Entschuldige, dass ich da kurz ins Wort falle, aber da muss ich da insofern recht geben, weil dieses Geschäft, also Photoshop ist zum Beispiel von mir ein Beispiel, was Usability anbelangt, dass das für Neueinsteiger ein absolutes Universum ist, wo du denkst, hallo, was ist jetzt los? Und wenn ich noch so einen Vergleich gebe, oh, das war für mich wirklich das Erlebnis, wo ich mir dachte, okay, so einfach kann es sein. Yeah. Und da steckt man sich dann halt wirklich die Frage, hallo, da fürs eine gebe ich 2000 Euro aus, fürs andere mehr oder weniger nichts. Weil ich schon genug Grafiker gehabt habe, die durchaus auch Linux verwenden. Also muss man zum Teil Techniker sind, die genau umgekehrt beschreiben. Die sagen, es sind viele die Features, also Photoshop gibt, wieder fehlen. Also ein wichtiges Ding ist auch, dass es geht in alle Richtungen und es ist so, dass ich es extrem scharf finde, wenn die Leute hergehen und sagen, es ist nicht so wie Photoshop. Photoshop hat ein verdammtes Budget. Oh, nicht Photoshop, ich wollte nicht Fotogeschäft sagen. Die haben ein verdammtes Budget und da ist einfach massiv Dinge dahinter und es ist irgendwie extrem undankbar. Und ich sage, das Ding kann ich gratis haben, es gibt mir nur viele Rechte und dann bitzle ich noch an allem rum. Das ist, finde ich persönlich jetzt nicht so nett. Aber machen wir weiter, weil unprofessionell. Wer verwendet Software derzeit? Freie Software wird einfach häufig derzeit noch in gewissen Kreisen verwendet, weil die überhaupt wissen, dass es existiert. Viele andere wissen einfach gar nicht, dass es existiert, egal was. Da rede ich jetzt nicht einmal von irgendwelchen Artists-Leuten, sondern auch zum Beispiel meine Mitbewohner, die sagt, ich habe noch nie was gehört von dem Zeugs, warum nicht? Ich bin in die Schule gegangen, was geht? Und extrem häufig Privatpersonen, was dann dazu beiträgt, dass selbst wenn etwas urverbreitet ist, zum Beispiel FFmpeg oder irgendwelche anderen Sachen, aber halt im Consumer-Bereich, dann kommen die Leute aus dem Profibereich und sagen, schön und gut, wenn das zig Millionen Leute verwenden, das für die funktioniert, aber wir sind Profis. Insofern, Und das habe ich jetzt auch die Erfahrung persönlich gemacht, es gibt gewisse Sparten, die haben dann einfach schon einen Tunnelblick und die suchen einfach nicht nach freien Lösungen. Er ist nicht auf deren Radar. Seien es Codecs, seien es Tools, die schauen nicht danach, weil sie sich einfach denken, wozu? Ich nehme das, was alle verwenden, weil das ist kartografiert und abgesegnet, da wollen wir nicht diskutieren. Und was ist eigentlich professionell? Es ist wirklich schwierig, wenn Leute hergehen und sagen, das ist unprofessionell oder professionell. Oder wenn man dann fragt, ja, was ist denn jetzt professionell? Weil dazu muss ich mal anfangen, um sagen zu können, was ist unprofessionell. Und habe umgefragt und die Top 3, wir haben 100 Leute gefragt, die Top 3 haben gesagt, jemand hat es gelernt. Also quasi, ich habe das gelernt, ich kenne mich aus, ich bin ein Profi. Das zweite ist, ich verdiene mein Geld damit. Und das dritte ist, es ist qualitativ hochwertig. Das ist ungefähr so, man will mich korrigieren, aber erst nachher, sonst gibt es Zeit aus. Definition von professionell. Also, wie gesagt, Profis verwenden ja keine freie Software, sonst wäre ja freie Software und Open Source professionell. Ein paar Beispiele, zum Beispiel gibt es auch welche, die machen freie Software. Nur weiß das keiner. Okay, es weiß, wissen schon aber Leute, aber das sind natürlich diese Nerds, die halt dann auch diese komischen Newsfeeds abgrasen, wo sowas drinsteht. Wahrscheinlich sieht man es im Fernsehen nicht, das steht weder im Standard und FM4 würde es niemals wagen, diese dreckigen Wörter wie freie Software oder Open Source auch nur in den Mund zu nehmen. Aber BBC zum Beispiel, die British Broadcasting Corporation, hat einen freien Codec einen freien Videocodec entwickelt und alles dazu aus Prinzip unter einer freien Softwarelizenz gestellt. Industrial Light and Magic, wenn das nichts sagt, das ist die Effekt Facility hinter Star Wars und allen möglichen LucasArts Filmen. Die haben einen eigenen Codec entwickelt für Film, also jetzt nicht Video, sondern Film, so richtig mit 2K, 4K Auflösung und Farbraum, Tiefe und alles. Ebenfalls unter einer freien Softwarelizenz. Aber OpenEXR, ich habe es selber noch nie gehört, bis ich darüber gestolpert bin. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel Cinepaint, ebenfalls aus dem Filmbereich. Das ist ein GIMP-Fork, mit dem Filme wie Harry Potter, Lord of the Rings, The Last Samurai und alle möglichen anderen einfach damit dann Post-Processing-Effekte im 2D-Bereich dann retuschiert wurden. Ebenfalls freie Software. Und Adur, eine sehr, sehr feine Digital Audio Workstation zum Mehrspur aufnehmen, mischen, mastern, alles mögliche.
Und da war es so, dass das gab es schon und dann kam die School of Audio Engineering. Wir können uns aber gerne Professionalität streiten, oder was nochmal. Eine sehr bekannte Einrichtung und die haben zum Beispiel einfach gesagt, hey, wir statten unsere Schüler mit Notebooks aus, wenn sie zu uns kommen und können denen aber die Tools, mit denen wir ihnen was beibringen, die können sie nachher gar nicht mitnehmen und außerdem kostet es massiv Lizenzen und sie haben sich ausgerechnet, um Strich was billiger, A-Dur zu nehmen, weiterzuentwickeln, so anzupassen, dass sie sagen, das ist genauso, wie wir es haben wollen, für unsere Schüler, mit denen wir jetzt Tontechnik und Abmischen und so beibringen und davon haben dann alle was gehabt und es war eine Win-Win-Situation. Ich habe unten noch die URLs, die Folien werden dann online gestellt, das kann man noch anschauen. Qualität und professionell. Also, was nichts kostet, ist nichts wert. Insofern ist ja der Umkehrschluss, wenn ich urviel Geld damit mache, dann ist es urviel wert und Qualität des Satzes auch noch. Musikwelche. Nehmen wir 4 Akkorde, irgendeinen Takt und nehmen einen extrem tiefgehenden, lyrischen, künstlerisch wertvollen Text. Wo man wirklich sagt, ich habe das erschaffen. Aber schon. Okay. Ich nehme an, die haben nicht schlecht damit verdient, es ist überall und somit muss das professionell sein. Professionell heißt ja, ich verdiene damit mein Geld, ich habe es gelernt und es ist qualitativ hochwertvoll. Andererseits ist ein Klassiker, den haben wir auch schon in der Schule, glaube ich, alle gelernt. Maler malen die geilsten Sachen, aber es interessiert keine Sau. Der Typ steht dann irgendwann am Chaosplatz und vercheckt irgendwelche Sachen und das will keiner haben und er ist froh, wenn er irgendwie 2 Euro für ein Bild kriegt. Dann bangelt er und seine Familie geht her und sagt, naja, da, 100 Millionen Euro für das Bild, schaut, was das Geld herkriegt. Und es ist beim Prüfverstand immer so schön, wenn die Leute sagen und sagen, das der Ambus hat schon gesagt, das ist nicht alles, was ein Wert hat, muss auch ein Preis haben. Aber macht das einmal mit dem Club. Das ist auch mein Versuch jetzt gerade. Vielleicht auch nicht. Und braucht ihr eben dieses professionelle Bekanntheitsgrad verwechselt, weil eben in gewissen Branchen hört man immer nur dieses und jenes und darauf denkt man sich, das ist das Einzige, was es gibt und wenn das dort erwähnt wird, dann ist es professionell. Meiner Meinung nach könnte generell Freiheit, ich habe da absichtlich nicht Freie Software hingeschrieben, sondern die Leute sind sich dessen nicht bewusst, dass Freie Software nicht nur Lizenzkosten spart, sondern dass man eben auch gerade in einem Zeitalter, wo du kannst nicht mal mehr aufs Klo gehen, geht vielleicht, ohne einen Computer zu streifen. Okay, vielleicht mit dir daheim, aber... Das habe ich jetzt nicht gemeint, aber Visualsteuerungen. Ja, okay, das heißt, okay, man kann nicht mehr aufs Klo gehen. Und ich glaube, also, ich muss mir daneben meiner Oma entschuldigen, weil sie muss echt für massig herhalten, weil die hat eben auch einfach gesagt, also ein Rechner, das guckt man nicht ins Haus, das ist ein Klumpert, das ist alles so, das ist ja nichts. Oma, kannst du bitte kein Foto von mir machen, weil das ist ein Rechner, den du in der Hand hast. Und auch das Telefon, das hinten liegt, ist auch ein Rechner. Und nicht einmal meine Oma entkommt Software und Rechnern. Insofern ist Freiheit im digitalen Zeitalter gar nicht so unwichtig, gerade auf der Anwenderseite. Weil ich als Entwickler kann hergehen und sagen, wenn alles irgendwie mir nicht passt, mache ich es mir anders. Aber die meisten Leute, die das nicht können, gerade für die ist es interessant, dass da gewisse Freiheiten gewahrt werden. Warum kennt das keine Sau? Weil es oft viele Leute nicht wissen, wenn sie freie Software verwenden, liest du auch keiner den Lizenztext. Es ist ja wirklich weiter, fertigstellen. Ja, habe ich, ja, das würde ich niemals lesen. Also man könnte einen eigenen Vortrag halten über lustige Auszüge aus Lizenzvereinbarungen. Wow. Beispiele, die echt schon Usus sind Firefox, VLC, Wikipedia und so weiter. Aber wo lernt man Software kennen? Wie kommt man das Wissen? Und das ist urviel in der Schule, dort wächst man halt auf, im Freundeskreis, hey, was hast denn du da, will ich auch haben. Oder in der Arbeit, das musst du verwenden. Oder in der Werbung, das willst du verwenden. Generell Medien, wenn man sich inzwischen anschaut, zum Beispiel bei jedem Artikel, wo es irgendwie um Technology News geht, und da ist einfach ein Foto. Aber dieses Foto ist einfach nicht mehr ein Foto, dieses Foto ist auf einem Smartphone. Und ihr könnt es raten, in 9 von 10 Fällen ist das nicht irgendein Smartphone. Und das ist nicht einmal Werbung. Das ist inzwischen einfach so drin, dass die Leute, die diese Zeitungsberichte schreiben, einfach sagen, das ist mein Smartphone. Das ist Marketing. Und das ist einfach das, was
wo man sich dessen bewusst sein sollte, geht es verdammt viel um Wahrnehmung. Weil Wahrnehmung heißt auch, dass wenn irgendwas anderes ist, ist scheiße. Und das heißt, ich will überhaupt keine Auswahl. Ich will Uniformen, weil das, was alle anderen haben, ist ja offensichtlich das Lernende. Und es ist so mühsam. Man geht ins Geschäft rein und man sagt, oh fuck, die Milch, Biomilch, Ökomilch, Magermilch, no, Alter! Also in der DDR nicht, ja, da hatten wir so Milch, ja, mit der Mani, ja, da war es das nicht so. Habe ich mehrere Seiten gehabt für die Hälfte, ja. Also, nein. Und auch das Einkaufen. Du gehst nicht einkaufen und sagst, puh, was nehme ich jetzt? Schwarz, grün, rot, bunt, blau, groß, nein, du gehst her, dir bunt ist ja im Lager und sagst, ich brauche neue Schuhe. Der fragt maximal was für eine Schuhgröße und dann kriegst du das. Ausfassen. Und genauso ist derzeit im Softwarebereich die Analogie dazu, dass die Leute gehen ins Geschäft und sagen, ich will genau das. Und wenn sie ins Geschäft gehen und sagen, ich hätte gerne etwas dafür, dann geht der her und sagt, das Schuhgröße 38, also quasi jetzt. Ja. Und es ist sehr interessant, dass bei Software die meisten Leute extrem konservativ sind und gerade im Medienbereich hyperkonservativ. Das ist einfach, ich will das, was alle anderen auch verwenden, weil sonst ist es nicht lernen. Angefangen vom Telefon, über den Rechner bis hin zu den Programmen. Ich zeige jetzt auch. Das Kreativitätszeugs. Der proprietäre Alltag ist nicht unbedingt so kreativ. Eben, Bekannter von mir, du nimmst im Studio auf, kommst heim, arbeitest am Mix und kannst einfach deine Tools nicht mitnehmen und sitzt dann daheim und sagst, fuck, ich habe den Dongle vergessen. Naja, das Problem hat man mit Freie Software nicht. Und eben das vorher, was ich erwähnt habe, Freunde von mir, die sich um den Job als Designerin beworben haben. Ja, Lizenzen zum selbst mitbringen. Und eigentlich haben wir noch das gehabt mit den Arbeiten sehen plump aus, habe ich auch schon darüber geredet, dass es kommt davon, wer es macht. Es kommt wirklich davon, wer es macht. Zum Beispiel ein Big Bug Bunny, ein Open Movie Project, das ich Leuten zeige und einfach sage, von wem ist das? Und dann kommt dann, hey nein, das ist Disney oder Pixar. Und dann sagt es einfach, nein, das ist von irgendwelchen Leuten mit freier Software gemacht. Und es ist trotzdem modern, weil es die richtigen Leute gemacht haben. Also worum geht es nochmal? Technikzeugs, Künstler. Und die sagen ja, sie haben überhaupt nichts mit irgendwelchen Techniken zu tun, aber es ist eigentlich Usus gewesen, dass gerade irgendwelche Künstler zum Beispiel ihre Farben selber mischen, neue Werkzeuge entwickeln, ihre Materialien. Beispiele sind Michelangelo, der für die Sixtinische Kapelle eine eigene Freskotechnik entwickelt hat. Es gab zwar Fresko schon, aber es wurde ihm erlaubt, es zu improven. Und Modifikationen an Musikinstrumenten, das ist alter. Und Kunstinstallationen von der Stange, ja genau. Das heißt, ich sage, ich bin ein Künstler, ich hätte gerne die dritte Kunstinstallation von rechts. Super, danke, das ist meine Kreativität. Insofern, mit proprietärer Software fassen wir es zusammen. Use, Study, Share and Improve. Du hast Tool X, das alle verwenden. Use, benutzen, ja. Und aus. Study, was haben wir gesagt? Verwenden und aus. Du gehst in die Schule, du lernst nicht, da irgendwas tut an Programm, du lernst, wie du es genau mit diesem Programm machst. Also wirklich den Regler genau auf die Position, genau das Mikro mit genau dem Mikro und dann kommt ein anderes Setup live und sagt einfach, wow, keine Ahnung. Und bei Software ist es ja noch nicht. Und Share wird. Das hat mir auch schon gesagt. Das mit diesen Raubkopien, das hat schon gehört im Fernsehen, das hört man überall, dass dieses Raubkopieren, das ist total illegal. Und mit dem Filmarbeiten und will. Ja? Und Improve, not all. Selbst wenn man will, kann oder sonstiges, es ist unmöglich. Also, Michelangelo, es tut uns leid, aber Fresko nimmst wie es ist, wehe, du verbesserst das. Sixtinische Kapelle heute von der 10 Und somit wird die künstlerische Freiheit eigentlich von Freie Software viel besser unterstützt. Aufgrund dieser 4 Freiheiten, über die sich Freie Software definiert. Und warum hat so ein schlechtes Image? Ewiges Spiel. Es verwenden oder drehen wir es um, nämlich die positive Richtung. Verwendung. Ich verwende es einfach nur, oder irgendwer anderer verwendet es. Dadurch hat es Präsenz. Dadurch sieht es jemand. Dadurch kommt auf die Idee, dass es gibt. Dadurch hat es auch schon jemand verwendet und kennt sich damit aus. Dann kann ich ins Geschäft gehen und sagen, ich hätte gern das, was der da drüben hat. Und dadurch entsteht Nachfrage und dadurch entsteht wieder Angebot. Und wenn das Image von freier Software und Open Source weiterhin so schlecht bleibt, dann wird es halt schwierig. Aber keine Angst, keine Panik. Es ist eben nicht so arg kompliziert, es ist nicht so arg unfreundlich. Es gibt nur viele Sachen, die irgendwelche Features nicht haben, aber das kann man ändern. Entweder ändert es sich von selbst oder man greift rein. Und es ist überhaupt, wenn man jetzt sagt, das ist mir alles wegzählt,
dann reicht es auch schon, wenn man es nur verwendet. Wie gesagt, Verwendung, Präsenz und so weiter und so fort. Das macht echt schon viel aus. Und so hat es Firefox zum Beispiel geschafft. Sind die 5 Minuten schon vorbei? Wir nähern uns. Also wir nähern uns einem Ende. Dann darf ich noch ganz kurz sagen, was die Free Software Foundation Europe damit zu tun hat. This was brought to you by Free Software Foundation Europe. Weil es gibt verdammt viele Bereiche, sei es der, was User und Userinnen verwenden, was in irgendwelchen Ämtern für Sachen passieren, generell diese Wahrnehmung auf politischer Ebene, da einfach auch eine Präsenz zu schaffen und aufzuklären, sich dafür einzusetzen, quasi Lobbyingarbeit in die nette Richtung. Dafür setzt die Free Software Foundation Europe ein, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich über Spenden finanziert. Und natürlich ist bei allen Sachen so, dass die guten Menschen, denen mangelt es viel mehr an Ressourcen als die anderen. Und wer eben jetzt sagt, okay, ich finde das irgendwie gut, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, aber ich finde Freie Software rein, dann kann zumindest mal damit anfangen, dass es zum Beispiel die Free Software Foundation Europe unterstützt. Damit es einfach auch mehr Gewicht gibt. Wenn man dann bei irgendwelchen politischen Gremien sitzt und sagt, oh, wir finden, es sollte freie und offene Standards geben. Und dann sagen die anderen, ja, aber du stehst genau für 5 Keller-Nerds und wir sind urgroße Firmen im Wall Street Journal mit fettem Foto und einem urgroßen Millionen-Dollar-Betrag drunter, als es deine Stimme trägt, was wird. Insofern ist da auch verdammt viel Politik dahinter. Wiederschauen. Falls Fragen, Wünsche, Beschwerden oder Anregungen oder ähnliches gibt, ich bin draußen am FSCT-Stand um die Ecke zu erreichen. Falls irgendwer sagt, mir hat irgendwas gefehlt oder ich blühe die Fresse für diese Scheiße.